Hallo ihr lieben Schützen, wir gucken in euer Monatsorakel, eure Monatstendenzen für den Monat November, fürs Kollektiv der Schützen. Bin gespannt. Ja, irgendwas könnte sich nicht ganz stimmig anfühlen. Irgendwo habt ihr vielleicht Zweifel, fühlt euch nicht so ganz sicher. Es gibt Dinge aufzuklären, die euch am Herzen liegen. Und es gibt hier Dinge im Beruf auch. Da geht es darum, voranzukommen. Es geht darum, sich neue Türen zu öffnen. Möglicherweise liegt ja auch eine Wende im beruflichen Bereich, aber für die steht hier gute Energie zur Verfügung. Es geht hier so ein bisschen um das Element. Um das Getragensein, um das sich getragen und stabil fühlen bei dem, was man tut und was man sich erarbeitet hat. Für einen oder anderen kann sein, dass sie hier einen, ich nenne es immer den Liebesblues. Das ist, wenn man so, ja, mit einer gewissen Melancholie vielleicht auch an die Dinge rangeht oder ja irgendwelche Schatten rumdrücken, Verletzungen, Wunden, irgendetwas, wo man seine Gefühle nicht stabil halten kann, wo sich etwas eingeschlichen hat, was einen immer wieder wanken lässt. Möglicherweise verarbeitet ihr hier auch trennende Situationen oder ihr könnt ein trennendes Element sehr hinter euch lassen. Ne? Für die einen oder anderen steht hier eine Aussprache an mit einer Person aus der Vergangenheit. Wir haben hier jetzt die Berufskarte, das kann auch etwas sein, das mit dem Beruf schwingt, ein Vorgesetzter, eine Autoritätsperson. Da gibt es vielleicht was zu klären, das so ein bisschen Unruhe mitbringt, aber das scheint hier ganz gut zu gelingen. Ich halte es auch für möglich, dass wir hier Aussprachen haben mit Ex-Partnern, ja, dass wir hier die Vergangenheit klären. Der Liebesblues, der wird hier mit den Blumen aufgelöst. Es fühlt sich ein bisschen besser an. Ich habe bei euch tatsächlich jetzt nochmal diesen Weg, den ihr euch erarbeitet habt, an allen Herzensangelegenheiten, an allen verbindlichen Dingen, vielleicht auch an beruflichen Themen, dass sich hier etwas Neues auf den Weg für euch macht. Eine Möglichkeit mit sehr guter Energie. Vielleicht könnte es für die Schützen auch sein, dass ihr euch neue Türen in dem Punkt öffnet, wo ihr eine spezielle Berufung habt. Für die einen oder anderen kann auch sein, sie treffen so eine Entscheidung, wo sie hier auf 2 Wegen unterwegs sind. Möglicherweise habt ihr hier mehrere Möglichkeiten. Ihr habt die Wunscherfüllungskarte als erste Karte. Die korrespondiert hier im Übrigen auch mit der Selbstständigkeit oder mit Dingen, die ihr mit Ämtern zu klären habt. Das liegt hier sehr schön, auch die kurzen Wege. Ich habe so Momente, an denen ihr euch sehr erfreuen wird für euch im November. Da rechnet ihr gar nicht damit. Da habt ihr schon irgendwie die Energie verloren oder keine Lust mehr, was voranzutreiben. Und hier kommt so der Erfolg, unerwartet, plötzlich schnell. Und auf mehreren kleinen Bereichen kann man das auch sehen. Vor allem auf irgendeinem Thema, wo ihr große Emotionen dazu habt, die sehr tiefgründig sind. Es könnte ja auch ein Monat sein, wo ihr verstärkt auf euer Herz hört, auf eure Intuition, wenn sich Zweifel einschleichen. Es kann hier auch sein, dass ihr einen besonders klugen Zug macht im November. Hier liegen schicksalshafte Neubeginne, können hier auch Themen mit euren Kindern sein, die hier anstehen. Neubeginne in Beziehungen im beruflichen Bereich.
Wir haben hier Kontakte, Nachrichten. Es kann ja Austausch mit Freunden sein, eine Nachricht von jemand aus eurem Freundeskreis, der vielleicht sich mal verdünnisiert hat oder längere Zeit nichts hören gelassen hat, die hier sehr inspirierend auch liegt. Und ich sehe irgendwie, dass ihr so gar keine Lust mehr habt, Konflikte zu lösen, immer wieder von vorn anzufangen. Da fehlt euch so ein bisschen die Energie. Wir gucken hier aber in die Blumen rein, also aufblühen, Energiereserven wieder voranbringen, auftanken vielleicht auch, die unruhige Energie zu einer ruhigeren machen. Die Sonne und der Schlüssel, das sind eigentlich für den November ganz geniale Karten, denn da kommt ein Erfolg in irgendeine Angelegenheit, eine Bewegung, auf die du lange gehofft hast oder hingearbeitet hast auch, wo aber auch sehr viele Zweifel dir im Weg standen, weil es immer wieder Umwege gab oder Verzögerungen. An sich ist ein Monat, wo du hier tatsächlich neu strukturieren kannst. Ne? Wir korrespondieren hier auch mit dem Schicksalskreuz, mit dem Klee in der Spiegelung. Und ich glaube, das sind ja Möglichkeiten viele, eine neue Sache zu kreieren, einen neuen Weg zu gehen, sich neu zu verlieben oder auch in der Liebe sich stabiler zu fühlen. Tauscht euch hier mit Freunden aus, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Bleibt euch treu, wenn ihr kommuniziert, authentisch, ehrlich. Ne? Und ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass ihr loyale Menschen in eurem Umfeld habt oder wahrnehmen könnt, die so im Hintergrund für euch da sind. Das sind sich die euch den Rücken stärken, die bilden schon so eine Wand, so eine gute Energie. Die geben euch durch Worte, durch Kommunikation eine bestimmte Kraft. Gute Möglichkeiten hier wirklich, vor allem im Beruf. Vielleicht auch eine Situation herzukriegen, wo man so einen bestimmten Weg verlässt und sich für etwas Neues entscheidet, was mehr der Berufung entspricht oder was an sich an der Zeit ist, da hier einen Schritt zu machen, der einen gewissen Erfolg einbringt. Es kann auch bei euch sein, liebe Schützen, dass ihr hier sehr viel unterwegs seid. Das kann geistig sein, das kann körperlich sein. Etwas im beruflichen Bereich kann sich tatsächlich hin zu euren Träumen entwickeln. Mit der Wunscherfüllung, die hier liegt, habt ihr sogar die Möglichkeit, sehr stark wieder eure eigene Größe auch zu leben. Ne? Ihr kriegt ja Antworten auf all eure Fragen, die mit Sinn zu tun haben. Ne? Wenn ihr euch gefragt habt, was hatte das für einen Sinn oder was hatte das für einen Sinn, dann kommen hier die Antworten. Es ist ein Monat, wo ihr einen ordentlichen Schub nach vorne kriegt, wo etwas euch pusht und wo ihr gleichzeitig auch für Grenzen sorgt. Ne? Das ist eventuell hier der kluge Zug. Unten haben wir noch die Trigger, die liegen hier oben auf den Herzensangelegenheiten. Denkt dann dran, der Trigger ist ein Gefühl aus der Vergangenheit, der oftmals auch auf eine Person übertragen wird, obwohl die Person nur der Auslöser dafür ist. Es können hier bei dir Personen aus der Vergangenheit Ex-Partner sein oder Vater-Mutter-Themen, sieht man hier. Ja, guckt mal. Ihr habt Neumondenergie dabei, also Entgiftung, Inspiration, Neubeginn. Hier liegen sie sogar als karmische Neubeginne drin. Und es geht darum, Dinge in den gerechten Ausgleich zu bringen und irgendwie mit Intelligenz voranzuschreiten. Wir nehmen noch eine von denen hier. Guckt mal. Wachstum.
Der Hüter des Sommers, hier sieht man einen Apfelbaum drauf. Da geht es schon um Vitalität, Fülle, Erfolg, ne? Leidenschaft, die gelebt werden darf. Das Streben nach vorne, die eigenen Träume manifestieren, stabilisieren, festigen. Ja, ist es wichtig, dass ihr keine Gefühle unterdrückt, ne? Deshalb liegt ja auch die Kommunikation. Es ist auch nicht die Zeit, sich um andere zu kümmern, sondern es ist die Zeit, mit Freude und Begeisterung für sich selber voranzugehen. Und später wird sich dann zeigen, wie froh man ist, so gehandelt zu haben. Hier ist es tatsächlich so, wie ich gerade vorhin schon vermutet habe, dass du im Prinzip die Früchte deiner Arbeit genießen kannst, dass irgendwas sich für dich erfüllt, dass deine Anstrengungen endlich so einen Sinn kriegen. Du verstehst, für was es nötig war. Und es ist für die Schützen eine wunderbare Qualität für den November. Ihr lieben Schützen, ich drücke euch bis bald.